Okay, interessant. Die führen uns zu verschiedenen Orten also. Warum? Alter, der ballert da schon wieder mit seinen Dingern rum. Naja, aber wir kriegen ja die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von dem, also wird er wahrscheinlich noch am Leben sein. Naja, oder zumindest sein Geist. Okay. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Das klingt nicht gut. Aber gut, die Warnung ist auch 1000 Jahre alt. Also bohren wir hier erstmal ein paar Roboter kaputt. Schauen uns an, was das hier ist. Kann ich hier auch dran bohren? Ja. Hier kann ich einen Cubes farmen. Zack. Noch einer. Und ein dritter. Ja, schön. Okay, ich habe irgendwas ausgelöst. Weiß nicht, was es tut, aber ich lasse es einfach mal machen. So, was haben wir denn hier? Hier sieht es auch aus wie ein Museum. Ancient Blade. Roboter, lass mich in Ruhe. Strange Carving. Sieht hier echt aus wie so ein Museum. Weil das sieht nicht aus, als hätten die Sachen hier irgendeinen Nutzen, sondern als wären das so historische Artefakte. Alien Statue. Aber warum sollte jemand ein Museum in 1400 Meter Tiefe mitten im Ozean machen? Dann auch noch in so einer geheimen Research Facility. Circular Object. Rudimentary Tablet. Ganz viel Stuff, das wir alles nachlesen können. Alien Technology. Ja, ich glaube, das ist hier alles Alien Technology, aber okay. Empty Case, ja, das brauchen wir unbedingt. Es sei denn, wir haben Informationen, warum er empty ist. Unusual Box. Prescient Artifact. Ein Alien Object, ja. Es sind alles Alien Objects. Oh, da werden neue Alien Cubes generiert anscheinend. Interessant. Facility, beruhig dich. Data Terminal. Integrating new PDA data. Oh, wir haben noch mehr Sachen. Oh, da werden wir einiges zum Lesen haben. Preserved Fetus. Ich weiß nicht, was sie mit dem armen Vieh angestellt haben, aber es sieht nicht gut aus. Served Egg. Ist das das Ei, woraus das andere Vieh geschlüpft ist? Ansonsten haben wir hier noch ein paar Scheiben, aber da ist nichts hinter. Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Feuerball vom Sea Dragon. Der irgendwie... Oh. Aua, okay. Gut, dass ich den Reinforced Dive Suit anhab. Das war ein bisschen tief. Okay, jetzt haben wir hier noch ganz viele Türen. Türen, die uns hin in ein Facegate. Ja gut, Alien Cubes haben wir jetzt genug. Können ja anscheinend auch unendlich viele farmen. Hier sind wir auch auf einer der Inseln. Aber ist es die, wo die Waffe nicht drauf steht, meine ich. Wenn ich mich jetzt noch ein bisschen daran orientiere. An den anderen Beacons, aber keine Ahnung. Was sagt ein Self-Scan? Infected. Self-Scan sagt einfach nur Infected auf dem Scanner. Sehr schön. Das ist auch noch ein Feuerball. Der Sea Dragon ist draußen ein bisschen angepisst und ballert hier rein. Was haben wir hier? Outflow Pipe. Advanced Theories, okay. Inflow Pipe. Ein paar Aquarien, wo sie irgendwas untersucht haben. Mehr Data Terminal Sachen. Integrating new PDA data. Kommen wir da auch irgendwie runter? Ja, anscheinend. Hier sind sehr viele leere Aquarien. Das sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie so ein Wasserpark oder sowas. Hier schwimmen die Pieper durch. Sehr interessant. Ja gut, gehen wir auch zur nächsten Tür. Was haben wir hier? Ein weiteres Facegate. Ganz schön viele hier unten. Ich habe keine Alien Cubes mehr, weil die im Storage vom Prawn Suit sind. Aber okay. Das lässt sich ja schnell ändern. Außerdem können wir dann auch direkt mal die neuen Alien Cubes farmen. Dann können es schon mal neue generieren in der Zwischenzeit. Yo, Prawn Suit, lass mich an deinen Storage dran. Dann schauen wir doch mal, wo das Facegate uns hinführt. Da, bitteschön. Look.
auch auf eine Insel? Ne, warte mal, wir sind 250 Meter fast in der Tiefe. Ich glaube nicht, dass die Insel so weit nach unten geht, oder? Wait a minute. Ja, wir sind hier irgendwo im Wasser. Ah, wir sind im Mushroom Biome. Okay, interessant. Gibt hier versteckte Face Gates. Dann frage ich mich, ob das andere Ding überhaupt auf einer Insel war. Oder auch irgendwo. Wir können hier weiter. Da brauchen wir ein anderes Blue Tablet. Das habe ich ja auch hergestellt. Das kann ich auch schon mal da einfügen. Aber bevor wir da weitergehen, gucken wir uns erstmal noch hier die andere Seite an. Ist dann auch ein Facegate hier? In der Tat. Hier, bitteschön. Wo bringt uns das hin? In 600 Meter Tiefe. Das sieht nach dem Lost River aus. Okay, interessant. Die führen uns zu verschiedenen Orten also. Aber warum? Was haben wir hier? Hier haben wir wahrscheinlich kein Facegate, ne? Ne, hier haben wir... Appears to be a biological archive storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. Sind die ganzen Creature Eggs. Integrating new PDA data. Wir haben so alle Creatures untersucht, die sie finden konnten auf dem Planeten. Können ja aber auch nichts scannen. Hier haben wir dann bestimmt noch ein Facegate, oder? Würde Sinn machen. In jeder Ecke ein Facegate. 4 Stück haben wir hier. Ja. Bitteschön. Hier sind wir auch wieder 280 Meter in der Tiefe. Und da sind die komischen Krabben. Ja gut. Keine Ahnung, ob das noch irgendwas damit auf sich hat. Im Moment weiß ich nicht, was ich in diesen ganzen Gebieten soll. Aber, naja, wir nehmen es erstmal so hin. Dann würde ich sagen, bohren wir nochmal nach ein paar Iron Cubes. Und dann vielleicht nochmal kurz zurück zum Cyclops. Lesen uns die ganzen Sachen durch, die wir jetzt hier gerade gefunden haben, weil das sehr viel ist. Ich weiß, da wird wahrscheinlich noch mehr kommen, aber gerade deswegen will ich das aufteilen. Nicht, dass ich hinterher eine komplette Folge nur am Lesen bin. Das wäre ein bisschen übertrieben. Und die Iron Cubes brauchen wir ja auch noch, um Blue Tablets herzustellen. Und das würde ich sowieso auch noch machen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich vielleicht noch ein Blue Tablet brauche. Und dann müsste ich sowieso nochmal zurück zum Cyclops. Hallo Krabbe? Lass den Prawn Suit einfach mal hier stehen. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich jetzt so eben darüber laufe. Alter! Der ballert da schon wieder mit seinen Dingern rum. So, wir brauchen ein bisschen Kyanite. Dann machen wir am besten direkt noch 2 Stück. Er scheint irgendwie zu wissen, dass wir hier drin sind, aber irgendwie macht er auch nichts dagegen. Aber gut, soll er mal machen. Einmal vollgefuttert, 1 wieder rein. Und jetzt erstmal ein wenig lesen. 13 Data Downloads, das ist sehr viel, weil wir die ganzen Artefakte gefunden haben. Alien Building Block. This rock-like object features organic as well as mechanical parts, and there is some genetic and technological crossover with the design of the self-warping constructs encountered elsewhere. It appears to serve no purpose in its current state and is awaiting some kind of activation sequence. Materials such as this may have been a fundamental building block of the aliens' technology or even of the aliens themselves. Die haben halt so bionische Sachen, was halt Teil organisch, Teil mechanisch ist. So Enhancements lassen sich halt nicht nur auf mechanische Teile, aber eben auch nicht nur auf ihre organische Existenz. Alien carving. This carving is hundreds of thousands of years old and made from an unrecognized natural fiber, grown on an unknown planet. Wenn man nicht weiß, was es ist, woher weiß man denn dann, dass es natural ist? Und von einem anderen unbekannten Planeten stammt. Das kann ja auch konstruiertes Fiber sein, im Labor oder sonst was. Das ist merkwürdig. Naja, egal. It bears striking resemblance to the old Earth Yin-Yang symbol.
Two competing theories may explain this similarity. First, aliens visited Earth prior to the 4th century BC and influenced the development of ancient Chinese philosophy. Second, the concept of yin and yang is universal, since yin and yang describes the fundamental interdependency of seemingly opposite forces. It may be a necessary existential understanding in some form in all sufficiently developed civilizations. The tapering of two circles' union into opposed and infinitesimally small points, the finite, is one logical way to represent this understanding, and may have been developed independently by species other than humans. Alien statue. This artifact is unpowered, suggesting it served a ceremonial rather than practical purpose. The pyramids resembles vines spiraling upwards towards the warm blue stone mounted above it. It may represent a plant found on the aliens' homeworld, a building of religious import, or even the gravitational pull of their home solar system. Ich sage ja, das sind alles so Artefakte, wie man sie eigentlich in einem normalen Museum finden würde. Aber das ist komisch, dass das in so einer Research Facility oder sowas ist. Weil, gut, verschiedene Gründe haben, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht war der Punkt hier so ein Evakuierpunkt, wo die alle hingeflohen sind und haben dann eben solche wichtigen Artefakte mitgenommen. So wie wir Menschen das, wenn irgendwas die Erde bedroht, wahrscheinlich auch mit der, zum Beispiel der Mona Lisa oder so machen würden. Ancient Earthblade. An ancient earthblade dating back to the 13th century, blood samples on the blade matched the DNA of 7 separate heads staged from the period. This evidence supports the theory that the aliens are an ancient spaceborne civilization engaged in the surreptitious study of less developed species. Also haben die doch die Erde besichtigt. Oder die hatten einfach nur ähnliche ancient artifacts, also so Schwerter auch. Holographic projector. This device contains network apparatus and a holographic projection unit. It was likely used as a communication relay, capturing and projecting the image of the user to a remote location. There do not appear to be any other devices in range. So ein bisschen wie das, was man bei Star Wars sieht. Nanobots. Scans show some form of advanced nanobot inside this seemingly empty case. Das war der Lehrerbehälter. These bots are substantially smaller than any developed within the Federation, and it is not possible to ascertain their exact function. It would, however, be unwise to release them. Ja, können ja sonst was machen. Organic matter particulator. This device contains a highly unstable radioactive isotope likely to destroy all organisms exposed to it, while leaving physical structures intact. Although it would function perfectly well as a weapon, it was more likely used to sterilize spaces for later inhabitation. Without instructions, it would be unwise to interact with it. Rudimentary tablet. This device shares many similarities with the tablets used to access the alien facilities, although its structure is rather less complex. It may have been served a similar purpose, granting security access and storing relevant data, and was thus kept here as a form of legacy support. Tracking implant. This construct is emitting a high bandwidth signal consistent with alien transmissions intercepted elsewhere. DNA on the exterior indicates it was once implemented inside one of the lifeforms indigenous to 4546b. Size suggesting the subject was a Leviathan-class organism. Beyond tracking and broadcasting its location, the implant may also have recorded biological data on the subject. However, this data cannot be retrieved. Translation device. This device stores linguistic data from over 1,000 different languages. The core of the device may allow alien text to be read and translated. Analysis of the onboard data reveals a number of ancient Earth languages, and the term CHBC Live appears many times in the device's data. Its import is unclear. The device seems to be configured to translate into the designer's language. It will not work the other way around. Sehr doof. Terminal data. Enzyme 42 project data.
According to translated data logs, an indigenous leviathan species was found to produce a unique substance referred to as enzyme 42, which inhibited the symptoms of the Cara bacterial infection in other indigenous organisms. The specimen was captured and contained in a purpose-built habitat for further study. The alien researchers went to great lengths to provide for the lifeform's environmental needs, including the import of interdependent flora and fauna via an on-site warp gate. However, its health quickly deteriorated. When quarantine was imposed, all warp gates and force fields were sealed. All attempts to develop the enzyme into a vaccine had been unsuccessful. The Emperor Leviathan. Specimen size categories have been adjusted upward to accommodate this species. First, feeding and digestions. Alien research data indicates that despite its size, this species feeds entirely on microorganisms it filters from the water, which themselves depend on a complicated ecosystem of plant and animal life. Second, reproduction. Large ovary-like organs are carried in the creature's middle section, suggesting that, like other species on this planet, it produces eggs. However, internal scar tissue indicates probable infertility. Third, enzyme 42. The Emperor manufactures enzyme 42 within its stomach cavity to break down its food, and will occasionally expel it into the surrounding waters. This substance was found to neutralize the effects of the bacterium, and its presence in the ecosystem today would explain how life on the planet survived the outbreak. It would remain to be explained by what mechanism the enzyme is being delivered. Fourth, health. Comparative analysis of the size and metabolic rates indicates the specimen captured by the researchers was approximately 1,600 years old. Extensive internal and external scar tissue suggests it had lived well in excess of the peak lifespan for its species. Assessment. While a healthy emperor specimen may have held some potential as a cure, it is unlikely any research subject survived quarantine procedures. Naja, aber wir kriegen ja die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von dem, also wird er wahrscheinlich noch am Leben sein. Naja, oder zumindest sein Geist. Ventilation control. Water flowing to and from the primary containment facility is being automatically controlled, independently of other safeguards. Data on the water composition has been recorded. Inflow. Water is being drawn from different biomes around the surface of the planet. The water temperature is considerably lower than the volcanic environment outside the facility, while microorganism and nutrient counts are substantially higher. Outflow. Oxygen-deprived water is being flooded from the system and recycled back to the surface. Ja, wir haben ja diese Alien Vents gesehen, also ich denke mal, dass die damit dann wahrscheinlich verbunden sind. Sehr wahrscheinlich. Wir haben noch ein paar Advanced Theories. Enzyme host peepers leaving the containment facility. The outflow pipes are filled with peepers traveling back towards the surface. Specimens show no symptoms of infection. All specimens scanned are carrying enzyme 42, which data suggests inhibits the bacterium. Specimens' stomach cavities are otherwise empty, suggesting they may have purged the contents before entering the pipes. Assessment. If peepers have evolved to distribute the enzyme via the pipe network, this may explain part of the mechanism by which life on 4546b has survived since the bacterial outbreak. Aber wenn ich dann nicht so ein Pieper esse, müsste ich dann nicht auch von der Krankheit geheilt werden? Ich habe ja schon ein paar davon gesehen. Das sind diese komisches Glitzerzeug hinter sich herziehen. Peepers entering the containment facility. The pipes drawing water into the containment facility are filled with peepers arriving from the surface. The fish show no signs of distress. The specimens scanned have all consumed high quantities of seeds and organic matter from the surface. Some specimens are beginning to show signs of infection. See Emperor egg casing. Shell composition. The shell casing is formed from thick layers of carbon composite, suggesting an extensive gestation period.
This Leviathan species may give birth just once per century, perhaps just once in their lifetime. Shell casing incisions. Precise incisions suggest a laser-based tool was used to cut open the egg casing and forcibly remove the fetus inside prior to full gestation. Ja gut, das kann ja nicht gut sein. Das bringt die um. Analysis. Time pressure to develop a bacterial vaccine may have driven the alien researchers to cut open this egg and remove the fetus for study. It is also possible that removed from its parent and natural habitat, some vital condition for the infant to hatch naturally was not met. Ja, kann man sich denken, aber in der Verzweiflung kann ich auch verstehen, warum die das machen. The Emperor Fetus. Found preserved in a display case, it was likely a child of the adult specimen contained within the facility. Physiology. Superficial damage to the specimen indicates it was artificially removed from its egg casing. Stunt tissue development suggests the organisms expired during the removal process. Tissue samples have been taken from the digestive tract. Analysis. It appears the aliens were attempting to formulate a cure for the bacterium from enzymes produced in the specimen's digestive system. Without a young, healthy specimen, these efforts were in vain. Ja gut, die haben versucht halt eine Heilung zu finden, hat nicht ganz gut funktioniert. Aber was will man machen? Ich meine, sie sind ein bisschen brutal vorgegangen. Aber wie gesagt, kann Verzweiflung verstehen. Von daher, so sind wir Menschen halt. Oder Lebewesen, weil das waren ja Aliens.